Also vorgestern hatte ich ja mein Zelt da an der Klippe mit Gras aufgestellt, also mit Hering, wie man es typischerweise kennt. Am zweiten Tag habe ich es dann da am Strand auf diese Liegebänke, ne, 4 Stück zusammengestellt und da dann angebunden. Und ja, heute mal die dritte Variante, die ich sonst gerne mache, nämlich an den Strand fahren. Und da kann man ja auf Google Maps mal vorher schön gucken, wo sind Strände mit Sand. Und ja, da weiß ich, dass ich da schlafen kann. Da hat man meistens nachts seine Ruhe. Und das mache ich dann nicht mit Hering, weil das funktioniert dann nicht. Entweder buddelt man sich Stöcke ein, aber die muss man dann erstmal finden. Also hier hatte ich Probleme, stabile Stöcke zu finden. Na, aber Tüten habe ich eigentlich immer mit, die wiegen nichts. Ja, so mache ich das halt mit Tüten dann. Hier ist jetzt also eine Plastiktüte. Ja, ich habe da eine Schnur als Verlängerung mit einer Schlaufe. Und dann packe ich hier Sand rein. Also ich nehme auch nicht gleich den losen von oben, sondern buddel halt ein bisschen, bis jetzt der schwerere Sand kommt, der ein bisschen feucht ist. Und dann, dann richte ich das alles aus, baue das auf. Und dann richte ich das, also dass es schön stramm ist alles. Und mache ein kleines Loch hier rein und häufel noch das dann mit Sand zu. Hier genauso. Und das hat bislang immer gepasst. Also auch Wind, wenn das stärker wurde, hat das da nicht rausgezogen. Und heute Nacht, ich gucke ja meist auf den Wetterbericht nochmal, ob das doll windet oder nicht. Ja, also wenn kein großer Regen oder Wind vorausgesagt wird, dann lasse ich das hier auch. Also den binde ich dann nicht extra hoch. Hier ist also auch Tüte eingebuddelt. Und selbst wenn die Tüten, wenn die irgendwann reißen, weil einige sind schon ein bisschen kaputt, da ist dann mal so ein Schlitz drin, die kann man dann immer noch verwenden. Also da ich das ja ein bisschen einbuddel, dann hält das sehr gut. Ja, und dann wieder hier, wo die meiste Last drauf ist, ist halt ja die Aufstellschnur hier, die kleine Stange aufrichtet. Oder mit der Stange das Zelt aufrichtet. Da ist am meisten drauf. Und dann nehme ich halt das Fahrrad. Aus zweierlei Gründen. Erstmal ist es schön schwer, das zieht sich da nicht weg. Wird aber bestimmt auch eine Tüte geben. Ich habe auch manchmal dann einen Stock genommen und dann vorne halt einen Stock schön tief eingebuddelt. Ja, ich lasse das ja meistens hier offen. Da kann ich schon rausgucken. Jetzt wo die Nächte so lang sind und ich also längere Zeit im Zelt bin. Ja, also Rucksack wieder hingestellt, dass es ein bisschen aufrecht ist. Dann habe ich mal meine Matte mit, eine recht einfache. Also nur so eine, die pumpe ich auch gar nicht doll auf, dass es schön weich ist. Na, das ist mein Sack für für die ganze Garderobe. So viel habe ich ja nicht mit. Und das ist dann immer mein Kopfkissen. Hier ist dann auch noch ein Teil drin, wenn ich dann auf dem Bauch schlafe, dann habe ich nur das so ein bisschen Erhöhung ist für den Kopf. Ja, so sieht das also aus. Also auch eine Möglichkeit zu zelten mit einem Zelt, was nicht selbststehend ist, sondern halt immer mit so einer kleinen Stange aufgerichtet werden muss. Ja, oder was ich manchmal auch mache, ist, ich hänge es dann halt hin. Also, dass die Stange gar nicht drin ist, lege das Zelt hin. Also im allerschlimmsten Fall sozusagen, wenn irgendwie ich gar keine Lust mehr habe, dann lege ich das Zelt hin, hänge es hier an der Schnur, das ziehe ich dann hier oben durch. Und dann kommt das oben raus und dann hängt halt etwas, wo die Matte reinkommt. Dadurch ist natürlich nichts mehr stramm. Und dann ist das eigentlich für mich nur noch ein Mückenschutz. Das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht. Wenn ich nicht mehr so viel schlafe, lang gefahren bin und irgendwie so einen Unterstand habe irgendwo, wo ich das Ding eigentlich nur noch als Fliegen und vor allen Dingen Mückenschutz haben will. Und dann habe ich halt an der Seite die Fliegengitter, die mich dann schützen und dass aber auch genug Luft dann reinkommt. Und dann, und dann ist es aber irgendwo drunter, sodass es also keine Nässeprobleme mehr geben wird, dadurch, dass das Zelt ja dann so labberig ist. Ja, also ich baue das jetzt ab. Dann mache ich einfach nur die Dinger hier raus. Dann gucken, der ist ja noch heile, der Sack. Und der hier. Ja, also man kann auch ganz schön ziehen. Da ist also auch man braucht schon ordentlich Kraft. Der ist auch noch ganz.
Genau, der ist glaube ich kaputt gewesen. Ja, der ist also hier kaputt. Das ist alles offen, trotzdem funktioniert es. Es fällt ja dann nicht sofort raus, der Sand. Kann man also ziemlich lange benutzen, die Säcke. Selbst wenn die halb zerstört sind. Dann habe ich mir 8 Tüten mitgenommen. Das sind einfach nur so Einfrierbeutel. Die sind also stabil genug, dass die so einen Urlaub aushalten. Dann ist der auch kaputt. Ja, der ist hier auch kaputt. Ne, der ist noch gar nicht. Ich meine, ach ja, das ist auch ganz neu. Das ist ein Einkaufsbeutel. Da habe ich Brot reingepackt bekommen hier im Urlaub. Und so kann man die Tüten auch noch für sowas nutzen. Ja. Also. Genau, wenn ich es hinhänge, das Zelt, und einfach nur den Fliegenschutz genießen möchte, dann sieht das ungefähr so aus. Die Matte hält das so ein bisschen unten in Form. Man kann drin pennen, man kriegt drin Luft und die blöden Mücken wecken einen nicht, dann gehen er nicht auf den Zeiger. Funktioniert also auch. Und es hat nur 700 Gramm, das ist der Riesenvorteil bei dem Ding. Da ist nichts kompliziert und man braucht nicht ewig viel Gestänge, was man da einfummeln muss. Das ist hier in Windeseile aufgebaut, das Ding, und auch wieder abgebaut. So, früh am Morgen haben wir. Die Sonne ist noch gar nicht hochgekommen, zumindest nicht über den Berg. Da springe ich gleich mal rein. Wird mal wieder Zeit zum Baden. Schön. Also es ist Zeit zum zweiten Frühstück. Zum ersten im Zelt gab es Banane. Das Zeltchen ist da vorne. Immer noch niemand zu sehen hier. Ach doch, da hinten ist irgendwie einer. Also einige führen ihre Hunde aus. Und, heute Morgen kam einmal ein Jogger vorbei. Ja, also für mich erstmal Frühstück. Das übliche Nutella-Brot. Wird immer noch fleißig gefrühstückt. Die Sonne, die macht das Ding schnell heiß. Und dann müffelt er ein bisschen aus und die Feuchtigkeit kann weg. War wirklich eine schöne letzte Nacht hier, ganz einsam. In so einer kleinen Bucht. Jetzt gibt es noch das Ende des Frühstücks, das ist da auf den Felsen. Mein Schlafsack trocknet noch ein bisschen.